Sollte der BVB rund um Trainer Niko Kovac für die neue Saison 2026/27 vielleicht eine neue Taktik spielen lassen oder sollte Borussia Dortmund doch beim erfolgreichen 3-4-2-1-System bleiben und sich dafür einfach nur auf bestimmten Positionen gezielt mit neuen Transfers verstärken? Ja, hallo liebe BVB und Fußballfans, schön euch wieder auf Werners Fußballecke begrüßen zu dürfen. Klar, Borussia Dortmund ist am Ende Zweiter der Bundesliga-Saison 25/26 geworden und damit aktuell immerhin das zweitbeste Bundesliga-Team hinter den FC Bayern. Aber die große Frage ist trotzdem, ist das aktuelle BVB-System von Niko Kovac wirklich gut genug bzw. passend besetzt, gerade wenn man auf die kommende Champions League-Saison 26/27 oder auch die Bundesliga schaut? Und genau darüber sprechen wir heute in diesem Video. Dazu gibt es natürlich auch passende Transfers, die Borussia Dortmund in der neuen Saison weiterhelfen könnten. Also ja, wir haben heute wieder einiges zu besprechen. Fangen wir direkt an. Ach ja, wenn du mehr BVB-Videos von Werners Fußballecke sehen möchtest, dann lass mir auf jeden Fall gerne, sagen wir es mal so, ein Like fürs Video da. Abonniere meinen Fußballkanal, aktiviere die Glocke, damit du auch kein neues BVB-Video mehr verpasst. Ja, und hier sehen wir jetzt erstmal die BVB-Startelf mit den Spielern pro Position nach der meisten Spielzeit in der Saison 25/26. Kurz zur Erklärung, ein Emre Can kommt zum Beispiel leider aufgrund seiner Verletzung insgesamt nur auf 980 Spielminuten in allen Wettbewerben. Dadurch kam unter anderem natürlich dann Rami Bensebaini auch wegen der Can-Verletzung auf starke 2396 Einsatzminuten. Ein Luca Reggiani kommt dagegen beispielsweise auf insgesamt 603 Spielminuten in der kompletten Saison 25/26. Oder nehmen wir Karim Adeyemi. Auch er kommt nur auf 1836 Spielminuten, während ein Julian Brandt immerhin auf 2203 Minuten kommt. Oder Maximilian Bayer sogar auf starke 2736 Minuten. Und ja, natürlich ist diese BVB-Startelf im Vergleich zu vielen anderen Bundesliga-Teams schon sehr stark besetzt. Sind wir auch mal ganz ehrlich, mit so einer Mannschaft bzw. mit solchen Spielern muss Borussia Dortmund eigentlich immer unter den Top 5 der Bundesliga landen. Für mich persönlich gibt es im aktuellen Kovac-System aber trotzdem gewisse Positionen, die einfach nicht optimal besetzt sind. Dazu aber gleich noch mehr im Video. Denn eines darf man natürlich auch nicht vergessen, der BVB hat mit 22 Bundesliga-Siegen die zweitmeisten Siege der Liga hinter den Bayern in der Saison 25/26 geholt. Also definitiv eine starke Bilanz. Gerade gegen die sogenannten kleineren Teams der Bundesliga hat Dortmund fast alle Spiele gewonnen. Gegen die Top 8 Teams der abgeschlossenen Bundesliga-Saison gab es allerdings trotzdem teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse. Und genau das ist für mich aktuell einer der spannendsten Punkte rund um die Dortmund-Taktik unter Niko Kovac. Hier sehen wir jetzt mal alle Bundesliga-Ergebnisse von Borussia Dortmund gegen die Top 7 Teams der abgeschlossenen Bundesliga-Saison 25/26. Und schaut man sich die Dortmunder Siege genauer an, fällt natürlich sofort auf, der BVB konnte keines dieser Top-Teams zweimal besiegen. Klar, andersherum ist das Positive natürlich auch, Borussia Dortmund hat insgesamt nur 4 Spiele gegen die Top 7 Mannschaften verloren. Darunter allerdings auch zweimal, gegen die starken Bayern in dieser Saison. Aber ja, diese 5 Unentschieden sind für mich persönlich, gemessen an den Ansprüchen von Borussia Dortmund, dann schon ein bisschen zu viel. Denn genau darum geht's mir. Auch diese 7 Mannschaften werden sich für die neue Saison definitiv wieder verstärken. Und Vereine wie RB Leipzig, der VfB Stuttgart oder auch Bayer Leverkusen haben im Prinzip jetzt schon einen sehr breiten aufgestellten Kader, kombiniert mit einer erfolgreichen Spielidee bzw. Taktik. Manche dieser Teams hatten halt auch einfach durch gewisse Umstände keinen guten Start in der Bundesliga-Saison. Denn auch Leipzig oder Stuttgart
kommen immerhin jeweils auf 5 Siege gegen die Top 7 Teams der Bundesliga. Und gerade bei Leipzig fällt zusätzlich noch diese starke Tordifferenz gegen genau diese Mannschaften auf. Hier sehen wir außerdem noch mit der TSG Hoffenheim den 5. und mit Leverkusen den 6. der abgeschlossenen Bundesliga-Saison 25/26. Und immerhin konnten auch diese beiden Vereine jeweils 6 Spiele gegen die Top 7 Teams gewinnen. Das eigentliche Problem bei Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim oder gerade auch Leverkusen waren eher die Spiele gegen die kleineren Bundesliga-Teams. Und genau dort hat Borussia Dortmund extrem viele Punkte geholt, auch wenn man spielerisch nicht immer komplett überzeugt hat. Aber klar, am Ende zählen natürlich nur die Punkte und die Siege. Ein wichtiger Punkt schon mal vorab, darüber sprechen wir gleich auch nochmal ausführlicher im Video. Nur Leverkusen und der VfB Stuttgart spielen ebenfalls mit einem 3-4-2-1-System. Alle anderen Top-Teams setzen eher auf ein 4-3-3 oder ein 4-2-3-1-System. Klar, der BVB hatte mit 70 erzielten Toren immerhin die drittbeste Bundesliga-Offensive. Und mit nur 34 Gegentoren sogar die beste Defensive der kompletten Bundesliga-Saison 25/26. Dafür auf jeden Fall Respekt. Und nur mal so nebenbei, das hier soll gar nichts Negatives gegen Borussia Dortmund sein, ganz im Gegenteil. Aber für mich persönlich kommt offensiv beim BVB trotzdem einfach noch zu wenig. Klar, gegen die meisten Bundesliga-Teams reicht das natürlich völlig aus. Dafür ist Dortmund ja auch verdient Vizemeister geworden. Aber man darf eben nicht vergessen, andere Teams verstärken sich ebenfalls weiter und besitzen gerade offensiv teilweise schon ein passendes Spielsystem mit den richtigen Spielertypen. Denn schaut man sich hier mal die Statistik von Bundesliga.com an, aus der gesamten Bundesliga-Saison 25/26 sieht man schon etwas Interessantes. Borussia Dortmund liegt mit insgesamt 436 Torschüssen tatsächlich nur auf Platz 8 der Bundesliga. Und damit sogar noch hinter Vereinen wie den SV Werder Bremen oder dem 1. FC Köln. Und genau hier lag eben die große Stärke vom BVB, die Chancenverwertung. Denn dort liegt Dortmund hinter den Bayern auf Platz 2 aller Bundesliga-Teams. Dazu kommt aber auch, bei den gewonnenen Bundesliga-Zweikämpfen liegt der BVB insgesamt auch nur auf Platz 10. Also ja, durch die starke Defensivleistung und die Effizienz bei der Chancenverwertung hat sich Borussia Dortmund den 2. Tabellenplatz absolut verdient geholt. Aber reicht genau das auch in der kommenden Saison noch aus, gerade in der Bundesliga oder eben auch in der Champions League? Und mittlerweile sage ich persönlich sogar selber, Borussia Dortmund sollte erstmal beim mittlerweile eingespielten 3-4-2-1-System bleiben. Nicht unbedingt, weil ich glaube, dass dieses System auf Dauer mega erfolgreich sein wird, dazu gleich im Video noch mehr. Aber aktuell passt dieses System erstmal. Gerade defensiv funktioniert das Ganze im Team schon ziemlich gut. Und für ein 4-3-3 oder ein 4-2-3-1 fehlen Dortmund im aktuellen Kader eigentlich noch die passenden Spielerprofile. Das würde wahrscheinlich bedeuten, dass der BVB nochmal richtig viel Transfergeld in die Hand nehmen müsste. Und genau deshalb sollte Borussia Dortmund eher schauen, dass man sich auf bestimmten und wirklich wichtigen Positionen gezielt verstärkt. Das ist jetzt genau einer der spannendsten Punkte beim aktuellen System von Borussia Dortmund unter Niko Kovac. Da haben wir zum Beispiel die Position von Daniel Svensson. Und auch hier nochmal ganz klar gesagt, das hier ist absolut nichts gegen einen BVB-Spieler oder so. Aber für mich persönlich liegen die größten Stärken von Svensson ganz klar in der Defensive und eben nicht unbedingt in der Offensive, die du in diesem Kovac-System aber eigentlich brauchst. Denn gerade für diese Schienenspielerposition brauchst du Spieler, die defensiv genauso stark sind wie offensiv. Klar, Svensson wäre zum Beispiel ein optimaler Spieler in einer klassischen Viererkette als Linksverteidiger.
Aber wenn man ihn jetzt mal direkt mit Julian Ryerson vergleicht, und Ryerson ist ja selbst nicht mal der perfekte Schienenspieler für dieses System, dann hat Ryerson auf die Bundesliga bezogen trotzdem schon deutlich bessere Werte für genau diese Position. Ob es die wichtigen Torschussvorlagen für die Offensive sind, Flanken oder auch mal wichtige Dribblings, da bringt Ryerson einfach mehr mit. Ganz zu schweigen von seinen mega 15 Torvorlagen in der Bundesliga. Und ja, die Zweikampfwerte oder auch Luftzweikämpfe sind natürlich top bei Svensson. Aber offensiv sind das für diese wichtige Position im aktuellen System einfach zu schwache Werte. Und genau deswegen ist diese Schienenposition im 3-4-2-1 auch so extrem wichtig. Einer der aktuell besten Schienenspieler Europas, der defensiv wie offensiv fast alles perfekt kann, ist für mich ganz klar Grimaldo von Bayer Leverkusen. Auch in dieser Saison, obwohl Leverkusen insgesamt noch gar nicht wirklich stabil gespielt hat, kommt Grimaldo wieder auf starke 8 Bundesligatore, 8 Vorlagen und zusätzlich über 100 Flanken. Dazu kommen immerhin auch noch 61 Dribblings. Ja okay, Grimaldo wird mittlerweile 31 Jahre alt, hat aber nur noch ein Jahr Vertrag in Leverkusen. Vielleicht wäre das tatsächlich mal eine Überlegung wert, was einen möglichen Transfer für genau diese Position beim BVB angeht. Denn man darf nicht vergessen, gerade offensiv wird Borussia Dortmund nächste Saison einiges verlieren. Julian Brandt, der regelmäßig der Top-Vorbereiter im BVB-Kader war, ist dann nämlich nicht mehr da. Das heißt auch, du brauchst nicht nur vielleicht ein Upgrade auf der Schienenposition zu Svensson, sondern natürlich zusätzlich auch noch Qualität fürs offensive Mittelfeld. Und natürlich bleibt die aktuelle Kovac-Taktik mit dem 3-4-2-1 sowieso so eine Sache. Für die Bundesliga reicht das aktuell auf jeden Fall aus. Aber für mich persönlich sieht das in der Champions League schon wieder komplett anders aus. Denn mit diesem aktuellen Kader bzw. mit diesen Spielern auf den offensiven, so wichtigen Positionen wird es gerade gegen gleich starke Gegner schwierig bleiben. Und dazu kommt noch etwas ganz Entscheidendes. Wenn wir uns die europäischen Top-Teams anschauen, dann spielt aktuell eigentlich kaum ein absolutes Spitzenteam mit genau dieser Taktik wie Borussia Dortmund in dieser Saison. Auch der FC Barcelona unter Hansi Flick spielt eher im 4-2-3-1-System. Oder nehmen wir den aktuellen Europa-League-Sieger Aston Villa. Auch dort wird im selben System wie bei Barcelona gespielt. Eine erfolgreiche Ausnahme gibt es aktuell aber trotzdem. Crystal Palace mit Trainer Glasner hat mit einem 3-4-2-1-System immerhin die Conference League gewonnen. Aber in der Premier League wurde Crystal Palace trotzdem nur 15. Und das mit gerade mal 6 Punkten Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Klar, kann man sich jetzt natürlich fragen, warum spielen selbst die europäischen Top-Teams kaum noch ein 3-4-2-1-System? Die einfache Antwort für mich, weil es einfach kaum absolute Topspieler für diese extrem wichtigen Schienenspielerpositionen gibt. Also Spieler, die defensiv und offensiv gleichermaßen auf absolutem Top-Niveau funktionieren. Aber ja, einen möglichen Transfervorschlag für die linke Schienenposition habe ich tatsächlich. Arsène Kouassi vom FC Lorient aus der französischen Liga. Gerade mal 22 Jahre alt, aber in dieser Saison mit richtig starken Werten auf genau dieser wichtigen Position. Zu seinen Stärken gehören unter anderem der Spielaufbau, dazu leitet er viele gefährliche Angriffe ein. Außerdem ist er sehr stark im 1 gegen 1 und wohl auch richtig gefährlich bei Freistößen. Und wie man lesen konnte, sollen unter anderem Leverkusen, der VfB Stuttgart, aber auch Eintracht Frankfurt großes Interesse an Arsène Kouassi haben. Die mögliche Ablöse soll wohl zwischen 12 und 15 Millionen Euro liegen. Also ja, vielleicht tatsächlich ein Spieler, bei dem Borussia Dortmund mal etwas genauer hinschauen sollte. Und natürlich wird Dortmund zusammen mit Ollebuck bestimmt noch den ein oder anderen Spieler bzw. Transfer für die kommende Saison holen. Ja, liebe Dortmund und Fußballfans, was meint ihr? Sollte Borussia Dortmund bzw. Niko Kovac beim aktuellen System bleiben oder nur gezielt gewisse Positionen verstärken?
Oder sollte der BVB vielleicht doch nochmal mit einer komplett neuen Taktik in die Saison 26/27 gehen? Schreibt mir eure Meinung dazu unbedingt in die Kommentare. Und natürlich auch, welche Spieler würdet ihr persönlich zum BVB holen? Liebe Grüße gehen raus an Markus und André. Also dann, bleibt sportlich und wir sehen uns beim nächsten BVB-Video auf Werners Fußballecke. Bis dann. Tschüss.